Moin zusammen. Heute bemalen wir eine 75 mm große Druidin. Die habe ich schon wieder schwarz grundiert. Und die wird jetzt hier mit diesem Schminkpinsel und ein bisschen weiße Farbe schon mal trocken gebürstet. Das ist ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin von mir. Und ich dachte mir, ja, kannst du ja auch direkt aufnehmen. Naja, eigentlich nehme ich hier alles auf, was ich bemale. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und schön, dass ihr da seid. Bis später. Ja, jetzt ist sie getrocknet und jetzt fangen wir direkt mal an. Die erste Phase ist mit Speed Paint alles zu bemalen und dann werde ich ein bisschen mit normalen Acrylfarben ein wenig Layering betreiben. Heißt das so? Ich glaube schon. Und den Stab oben rechts habe ich ein bisschen heller gemacht. Da ist nämlich ein Kristall drin und ich habe vor zu gucken, ob ich das so ein bisschen hinkriege, dass das so ein bisschen wirkt, als würde das leuchten. Als erstes fangen wir mit der Haut an. Dafür nehmen wir wie immer Crusader Skin. So, wenn wir das jetzt haben, nehmen wir uns Hardened Leather und damit werde ich jetzt den Lendenschutz bemalen und noch ein, zwei kleine Details. Tatsächlich gibt es diese Miniatur einmal jetzt in diesen 75 mm. Ich werde sie aber auch für Hero Quest als Druide nehmen, als 32 mm. Da hat sie den Raben allerdings nicht. Sprich, da steht sie nur mit dem Stab und diesem, weiß ich nicht, Opossum, Ratte, was auch immer das da sein soll auf der Schulter. Steht sie da nur ohne den Raben. Finde ich aber gar nicht schlimm. Ich habe vor, die kleine genauso zu bemalen wie die große. Und von daher ist das hier ein ganz gutes Training. Jo. Genau, Hardened Leather jetzt erstmal für die Schuhe. Und genau, Darkwood oder sowas war das dann für den Lendenschutz. So wollte ich das machen. Genau. So, jetzt haben wir den Gürtel, die Schuhe und den Stab mit Hardened Leather gemacht. Jetzt brauchen wir Orc Skin Green. Damit möchte ich gerne den Kristall machen. Ist so ein bisschen dunkleres Grün. Wie ihr seht, ich habe oben beim Stab noch ein bisschen weiß gelassen, um zu schauen, wie ich das hinkriege mit dem in Anführungsstrichen Leuchteffekt. Ich mache jetzt dieses dunkle Grün deswegen, weil ich dann vorhabe, die Kanten und so ein paar kleine Details im Kristall mit Goblin Green zu highlighten. Und wie gesagt, ich gucke, dass dann auch so ein bisschen grüner Schein auf dem Stab kommt, dass das so ein bisschen wirkt, als würde dieser Kristall leuchten. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Habe ich nämlich noch nie versucht. So,
das haben wir. Ich finde, der Stab ist gar nicht so schlecht geworden. Jetzt brauchen wir Seaload Yellow. Ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir damit gemacht. Ach so, die Armbänder und Armringe und den Schnabel vom Raben. Genau. Wenn wir das dann gemacht haben, gehe ich mal davon aus, dass ich dann den Raben auch schwarz gemacht habe. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich bin halt nicht sehr multitaskingfähig, deswegen kann ich nicht, sag mal schnell. Oh, heute habe ich es auch mit dem Ems. Deswegen kann ich das auch nicht, dass ich male und gleichzeitig quatsche. Das funktioniert irgendwie bei mir nicht. Deswegen wird das ja immer ein bisschen nachvertont. Das wisst ihr ja. Macht da ja kein Geheimnis draus. So, jetzt haben wir den Schnabel gelb. Und als nächstes nehmen wir uns Grim Black. Damit machen wir dann den Raben und die Haare. So, das haben wir jetzt auch. Und jetzt nehmen wir uns Camo Cloak, um unten die Beine, die hat so Beinwickel, um die in diesem Grün zu machen. Das Oberteil wird übrigens auch Camo Cloak. So, jetzt nehmen wir uns Dark Wood und machen damit den Lendenschurz. Und das Hemd hat so, Borde. Das wird dann auch nochmal in diesem Dark Wood gemacht. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es bis hierhin. Lasst gerne ein Like da, ein Abo da. Wenn ihr irgendwas in den Kommentaren schreiben möchtet, irgendwelche Verbesserungsvorschläge etc., gerne einfach reinschreiben. Bis gleich. So, das haben wir jetzt. Das Hemd ist grün, die Bord ist grün. Jetzt nehmen wir Fire Giant Orange für die Augen vom Raben. Und das war es eigentlich schon. Das sind einfach nur die 2 Punkte, die ich da mache. So, jetzt haben wir das auch fertig. Jetzt nehmen wir Palette Bone und machen damit die Fellränder der Druiden, damit das auch ein bisschen hübsch aussieht und ein wenig Kontrast hat. Palette Bone ist halt so ein, ja, gelb-beige. So, jetzt haben wir den Spaß auch fertig. Jetzt nehmen wir uns ganz normales Weiß und machen damit die
Augäpfel ein wenig. Ein wenig die Augäpfel, genau. Dann machen wir damit die Augäpfel. Und ich glaube, dann mache ich in der Mitte von den Augäpfeln grüne Augen. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Augen sind halt leider auch bei einer 75 mm Figur nicht besonders groß. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, als nächstes nehmen wir uns Graveyard Grey und machen damit das Base. Da das alles Steine sind, ist es relativ simpel. Einfach drauf patschen und dann habt ihr das auch schon. Und sieht auf jeden Fall schon cool aus. Ich werde natürlich das Base noch ein bisschen gestalten. Aber dazu später. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt nehmen wir uns Orcskin Green nochmal und werden vorsichtig die 2 Punkte in den Augen machen. In der Hoffnung, dass ich es nicht versaue. Und wie gesagt, da muss man halt auch immer vorsichtig sein. Das ist halt immer Millimeterarbeit. Aber ich kriege das eigentlich ganz gut hin hier bei dem Modell. Und dann sind wir fast schon fertig, ne? So, während ich schön die Augen mache, wollte ich mich einmal bedanken für diese ganzen Abos. Das finde ich voll cool. Nicht Abos, Follows? Oder sind das? Nee, das sind Abos, ne? Ihr abonniert ja, genau. Sind jetzt schon bei 723. Das ist supidupi. Da freue ich mich drüber. Danke euch. Wie gesagt, die Druidin habe ich jetzt mit Speedpaints fertig gemacht. Und im nächsten Video zur Druidin werde ich dann anhand dieses Modells mal zeigen, wie ich das mit dem Layern mache, beziehungsweise wie ich dann mit Acrylfarben ein bisschen noch die Details rausarbeite, ein bisschen die Haut besser mache, etc. pp. Ich wünsche euch was. Bye, bye.